Das war in der Schulzeit. Es waren die 70er Jahre. Drogen waren in aller Munde. Es war Neugierde. Und als ich auf dem Internat war, bin ich durch einen Klassenkameraden darauf gekommen. Ich bin von dem Internat deswegen runtergeflogen. Ja, das war mit Haschisch und Trips bin ich ziemlich intensiv eingestiegen. Später kam noch Alkohol und Tabletten dazu und ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich nicht mehr sehr viel auf die Reihe kriege. Das war die logische Schlussfolgerung eigentlich, weil ich alles andere schon ausprobiert hatte, fast, was so verfügbar war. Und ja, es war einfach eine Erfahrung, die mir noch gefehlt hat. Also da war ich schon weg von meinen Eltern. Ich bin mit 16 ausgezogen und eigentlich war mir das egal, was andere Leute denken. So einerseits war ich ein bisschen erschrocken, weil ich halt nicht wusste, so, ja, wie geht jetzt weiter, wie finanziere ich das? Auf der anderen Seite war ich ein bisschen sogar stolz drauf, weil es war halt damals in den 70er Jahren, da war das halt, ja, Leute, die Drogen nahmen, waren halt cool. Also so nach 2 Jahren habe ich dann auch schon einen ersten Suizidversuch gemacht. Und ja, dann habe ich mir das erste Mal Hilfe geholt, also mit 20. Also Ärzte waren abweisend, Berater, die ich kennengelernt habe, die waren durchaus hilfsbereit. Also ich habe natürlich etliche Entzüge gemacht, davon die meisten kalt. Dann habe ich mehrere Versuche an Abstinenztherapien gemacht, Langzeittherapien. Die habe ich bis auf eine aber alle irgendwann abgebrochen, weil die Behandlung da zum Teil wirklich menschenunwürdig, kann man nicht anders sagen. Irgendwann ist mir halt immer wieder eingefallen, wie es mir mit Drogen ging und das war halt so reizvoll und die Realität ohne Drogen war so reizlos, dass ich halt immer wieder da reingestrudelt bin. Gut, so häufig war es so Beziehungsstress, also wenn ich jemanden kennengelernt hatte und die Beziehung, die lief nicht so oder ja, einmal ist die Partnerin halt rückfällig geworden und ich habe mitgemacht oder ich habe alte Bekannte wieder getroffen oder ich habe einfach alleine das Bedürfnis verspürt, aus welchen Gründen auch immer, mal wieder zu naschen. Also ich hatte mir damals schon gewünscht, dass es sowas wie Legalisierung oder Substitution schon gäbe. Okay. Gab es aber in den 70er Jahren, also nur sehr, sehr selten. Damals stand man völlig alleingelassen da. Während es heute hat man doch eine relativ große Palette an Behandlungsmöglichkeiten. Also das war meine alleinige Entscheidung, also ganz alleine und gut, meine Familie, die wusste zunächst gar nichts davon, die war ja auch weit weg und ja, das Einzige, meine geschiedene Frau, die fand das aber nicht so gut, weil die am Abstinenzdogma festhält. Ich habe meine Arbeit behalten können, die ich kurz vorher in einer Clean-Phase aufgenommen hatte. Und ja, es war relativ einfach, weil, da weiterzumachen, wo ich gerade stand. Doch am Anfang, es hat schon eine Weile gedauert, bis ich Take-Home hatte. Ich hatte auch ziemlich lange noch Beikonsum. Irgendwann hat sich aber auch aufgrund des Verlaufs meines Privatlebens das ergeben, dass es weniger geworden ist. Ich denke, es ist schon mal wichtig, dass man Beschäftigung hat, ob es jetzt Arbeit ist oder ein intensives Hobby. Die braucht man. Und gut, was auch eine Rolle gespielt hat, das war bei mir die Höhe der Dosis. Also die war die ersten Jahre einfach zu niedrig. Als die hoch genug war, ist das Interesse am Beikonsum zurückgegangen. Mit meiner Ärztin habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Also die hat auch schon sehr, sehr viel für mich getan. Ich hatte zwischendurch einige Krisen. Da hat sie mir unheimlich geholfen und auch über die Dosis und so können wir ganz offen reden. Also Substitutionsbehandlung sehe ich für mich als Dauermedikation. Also ich habe nicht vor, eigentlich im Moment jedenfalls nicht, das kann sich irgendwann vielleicht ändern, aber im Moment habe ich nicht vor, damit aufzuhören. Weil ich meine, die Menschen sind verschieden. Also für den einen ist vielleicht Abstinenz der Weg, für den anderen ist Substitutionsbehandlung der Weg. Also ich denke mal, man kann nicht von einem auf den anderen schließen. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich kann es als Option empfehlen. Aber jetzt für jüngere Leute, denen würde ich schon empfehlen, vielleicht doch erst was anderes zu probieren.
Man soll sich sehr gut überlegen, denn bei einigen Substituten ist es nicht leicht, da sich wieder rausdosieren zu lassen. Also man sollte sich überlegen, ob man das wirklich will und ob man sich da auch für längere Zeit drauf einlassen will. Sagen wir mal so, ich kann noch in den Spiegel gucken. Also bei allem Mist, den ich aufgrund meiner Abhängigkeit gebaut habe. Und es gibt bestimmt ein paar Sachen, für die ich mich auch schäme. Aber ich habe nicht so schlimme Sachen getan, dass ich jetzt nicht mehr in den Spiegel gucken könnte. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann. Aber da bin ich zumindest zufrieden mit. Es ist mir wichtig, mich zu engagieren, also auf jeden Fall. Das wollte ich schon immer und gut, das ist halt das, was ich kenne und was ich am ehesten kann, von der Thematik her. Ja, auf jeden Fall, denn Handlungsbedarf ist da und ich meine, jeder kann da was tun, wo er sich mit auskennt. Und wir als Betroffene können ja, da eine ganze Menge bewirken.